Hallo, ich grüße alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute wollen wir Brot backen und zwar mit Dinkelmehl. Geht super einfach, ohne zu kneten. Alles, was wir dazu brauchen, sind folgende Zutaten. Also dazu brauchen wir Dinkelmehl. Ich habe hier 500 Gramm, Typ 630. Für den Brot brauchen wir den Typ 630. Dann brauchen wir Päckchen Hefe, das sind 7 Gramm. Falls Sie frische benutzen, reicht euch halber Würfel. 2 Teelöffel Salz, 350 Gramm Wasser, 1 Esslöffel Apfelessig, ca. 200 Gramm Sonnenblumenkerne und 1 Teelöffel Zucker brauchen wir noch. Fangen wir an. Also fangen wir jetzt an. Also ich nehme erstmal mein Wasser, da sind jetzt 350 Milliliter. Das muss schon lauwarm sein. So, dann tue ich direkt einen Teelöffel Zucker rein. Zwei gute Teelöffel Salz. Ein Esslöffel Apfelessig oder anderer Essig. Also der Essig dient dafür, dass die Hefe sich besser aktivieren und der Teig besser aufgeht. So, dann tue ich ein Päckchen. Lass erstmal alles ein bisschen so auflösen. Das geht ganz einfach mit dem Brot. Mache ich sehr oft. Schmeckt super lecker. So, jetzt kommt mein Mehl da rein. Nach und nach. Ich versuche jetzt alles schön mischen. So, ich habe jetzt so durchgerührt alles. So muss es sein. Das ist nicht schlimm, dass es ein bisschen so weich ist. Das muss so sein. Jetzt kommen meine Sonnenblumenkerne da rein. Ich werde jetzt nicht alles nehmen. Etwas lasse ich für oben drauf, wenn ich den Brot schon fertig mache. So circa 50 Gramm. Also man kann natürlich auch ohne Sonnenblumenkerne oder man kann auch was anderes nehmen, zum Beispiel Kürbiskerne, geht auch. Ist auch super lecker. Also ich habe jetzt alles fertig gerührt. Jetzt muss der Teig etwas ruhen für mindestens 2 Stunden. Dann werden wir uns wiedersehen. Also mein Teig ist schon jetzt, hat sich verdoppelt. Hier, so sieht er aus. Ich habe mir hier ein bisschen, so ca. 100 Gramm Mehl ausgeschüttet, damit ich jetzt das bisschen so zusammenfalte, weil kneten muss man jetzt nicht. Also ich habe mir so eine Auflaufform genommen, gläserne, weil das Brot muss ja zugedeckt in den Ofen, ohne den Ofen aufzuheizen. Ihr könnt ja auch gusseisernen Topf nehmen oder auch so ein normales Brotback, aber dann muss man es zudecken. So, jetzt tue ich mal das hier auf das Mehl. Noch ein bisschen Mehl. Also ich werde das jetzt einfach so ein bisschen zusammenfalten. So. Noch einmal. Dann kommt das in die Form. Also ich habe jetzt die Form für alle Fälle so ein bisschen mit Sonnenblumenöl beschmiert, damit das nichts klebt, und drunter noch ein bisschen so mit Sonnenblumenkernen. Ja, ich werde das ein bisschen
Also ich werde jetzt oben drauf so ein bisschen mit Wasser bepinseln. Für alle Fälle werde ich so ein bisschen so anschneiden, damit es mir nicht platzt. Und oben drauf kommen noch ein paar Kerne. Ich hatte noch zu Hause etwas Sesam, will es aufgebrauchen, dann tue ich noch darauf. Muss aber nicht sein. Ich will es nur benutzen, weil ich noch ein bisschen zu Hause habe. Ich werde jetzt den Deckel zumachen und das kommt in den Ofen. Der Ofen muss nicht vorgeheizt werden. Für circa eine halbe Stunde, 200 Grad, Ober- und Unterhitze. Jetzt mein Brot raus erstmal. Ups. Ich tue erstmal den Deckel jetzt wegmachen. Und das kommt wieder in den Ofen. Es ist doch ein bisschen geplatzt, aber es ist nicht so schlimm. So, das kommt jetzt so für mindestens 20 Minuten nochmal, damit es so schöne Farbe bekommt. Mein Brot ist fertig. So, ich werde das rausholen erstmal. So, ich hole jetzt das raus, ein bisschen warm. Ich lege das erstmal hier zum Abkühlen, dann werde ich das aufschneiden und zeigen, wie es von innen aussieht. So, mein Brot ist etwas abgekühlt. Wie ihr seht, der ist jetzt nicht so hoch, aber ist jetzt nicht so schlimm, finde ich, weil ich habe ja so eine Form gehabt. So, ich versuche jetzt das zu schneiden. So sieht er von innen aus. Sehen Sie, ist auch durchschön kross. Ich schneide jetzt mir so eine Scheibe ab. So warm noch. Schöne Brot. Lecker. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.